Als erstes beginne ich damit, etwas Ordnung zu schaffen, die Schläuche zu entfernen, die Trocknungsschläuche. Gleichzeitig werde ich auf meiner Anlage auch schon wieder Wasser aufgeben, um die Zeit zu nutzen, die ich hierfür benötige, für den Tausch des Filtermaterials, um parallel dazu bereits die Wasserbefüllung des Pools zu starten. Das Ganze wird mehrere Stunden dauern und die Zeit, die ich hier verbringe, kann ich ja dann auch schon verwenden, um das Wasser einlaufen zu lassen. Das Wasser am Hausanschluss ist bereits offen. Der nächste Schritt ist dann die Übergabe des Wassers an den Verteilerkasten. Und auf dieser Leitung fließt das Wasser ins Poolhaus. Die 3 sind nach wie vor für die Bewässerungsanlage. Die schließe ich jetzt manuell. Da gebe ich heute noch kein Wasser drauf. So, sind zu, Kontrollen offen. Und im Idealfall sollte der Zähler sich kurz drehen, aber dann auch wieder aufhören. So, das Wasser läuft, der Druck steht auf der Leitung. Jetzt kommt der Anschluss fest. Jetzt ganz wichtig, den Rücklauf zu. Ach, den auch. Ziel ist es, dass das Wasser über den Rücklauf die Solarabsorber nach und nach befüllt, um mir gegebenenfalls Dreck und Unrat aus den Rohren rauszuspülen. Aber es soll noch kein Wasser auf die eigentliche Anlage gefüllt werden. Jetzt kommt sicher dem einen oder anderen die Frage auf, warum fülle ich das Wasser über den Bypass auf und nicht direkt in den Pool oder an die Poolzuführung. Der Grund ist recht simpel. Ihr seht hier auf dem Bild auf der linken Seite meinen Zulauf, rechts den Rücklauf für meine Solarheizung. Und diese Solarheizung auf dem Dach habe ich jeweils im Winter die Rückläufe, die Vorläufe sehe ich gerade, abgeklemmt, damit das Wasser wirklich ablaufen kann. Und in den letzten Jahren beim Auffüllen hat sich dann leider gezeigt, dass diese großen Versorgungsrohre gerne von Mäusen und anderen Nagern als Winterunterschlupf genutzt werden. Und wenn ich das Wasser direkt über den Zulauf einspeise, mir die Rohre verstopfen und das Wasser, was im Pool landet, doch sehr eklig gewesen ist, weil es die kleinen Tiere einfach nur zerdrückt hat. Dem entgehe ich, indem ich jetzt erstmal über den Rücklauf das Wasser einführe, solange bis das Wasser aus dem Solarpanel rausläuft, hinten aus der Öffnung. Dann schließe ich den Schlauch an und so haben die Tiere die Möglichkeit, durch das zulaufende Wasser davor zu fliehen und mir nicht die Rohre zu verstopfen. So, auch beim zweiten Solarabsorber das gleiche Spiel. Einmal den Zulauf und den Rücklauf durchgespült. Dreck, Tiere und dergleichen sind jetzt raus. An der Stelle sollte man dann auch gleich nochmal alles andere mit überprüfen. Und dann kann auch hier wieder angeschlossen werden. So, jeweils der Vorlauf und der Rücklauf sind jetzt durchgespült worden. Jetzt kommt der Anschluss, dass ich die ganzen wieder zusammenbringe. Und als kleiner Tipp, damit das im Frühjahr bzw. im Herbst dann beim Auseinanderbauen etwas schneller geht oder einfacher geht, einfach ein bisschen Flutschi vom Sanitärbedarf mit drauf machen. Dann geht das Ganze wunderbar drauf und auch ganz einfach wieder ab.
So, und während unten jetzt langsam das Wasser einläuft, wird es höchste Zeit, dass ich oben die Plane entferne und auf der hier aus hinten gesehenen Seite dann auch schon mal die Verschlusskappen von den Zuläufen entferne, damit der Druck nicht zu hoch wird, beziehungsweise damit dann überhaupt Wasser einlaufen kann. Ich habe den Pool den Winter über mit dieser ovalen Plane abgedeckt, die ist zugeschnitten für diesen Pool. 630 x 360 die Größe und die Plane ist an allen Seiten ungefähr 40 cm noch mal größer. Habe das Ganze über Spannseile und Haken an der Terrasse befestigt und an einigen Stellen auch noch Pflastersteine aufgelegt, wie man hier sehen kann, damit der Wind mir die Plane nicht abhebt. In der Mitte habe ich einen großen Stein eingelegt, der praktisch die Plane nach unten drückt und das anlaufende Regenwasser bzw. Schnee im Winter an dieser Stelle sammelt. Das Ganze verbunden mit einem Schlauch. Und sobald der Wasserstand hier eine gewisse Höhe erreicht, pumpe ich das Wasser ab, so dass sich hier oben kein Motterwasser, kein Gammelwasser bilden kann, dass das Laub und dergleichen trocken bleibt und dann beim Entfernen der Plane mir nicht irgendeine grüne Plorre da in den Pool hineinläuft. So, die Spannseile habe ich jetzt alle entfernt. Und der nächste Schritt ist dann, dass ich die Plane abziehe nach da hinten hin und auf dem Geländer meiner anderen Terrasse aufhänge zum Abwaschen und anschließenden Trocknen. So, die Plane ist jetzt über der Terrasse aufgehangen, über dem Geländer. Und ich sprühe die jetzt Stück für Stück ab und ziehe die Plane dann auf die andere Seite rüber, dass der ganze Schmodder, der sich da festgesetzt hat, abgewaschen wird. Und den Rest des Trocknen muss dann die Sonne bringen, die heute kräftig scheint. So, die Stopfen sind entfernt. Das Wasser läuft zunächst über die 3 Solarabsorber und dann über den Rücklauf erstmal in den Pool, um den zu füllen. Ich werde jetzt anschließend noch die Eisstopper entfernen und in diesem blauen Sack habe ich den Scheinwerfer zwischengelagert. Den werde ich jetzt natürlich auch rausholen und einbauen, bevor der Wasserstand zu hoch ist. So, die Lampe ist wieder eingebaut, auch getestet. Strom habe ich mal drauf gegeben, leuchtet. Das Angenehme ist ja, dass das Wasser hier keine 10 Grad hat im Moment, obwohl durch den Poolabsorber ja schon deutlich wärmeres Wasser jetzt nachlaufen kann, also durch den Solarabsorber. Aber man friert sich wirklich die Hände ab, wenn man diese Lampe einbaut. Der nächste Schritt ist dann das Setzen vom Filterkorb. Grundsätzlich arbeite ich neben dem Filterkorb auch noch mit einem Feinfilter, also mit einem Sieb, eine Art Strumpfhose, die über den Filterkorb dann drüber setze. Aber dazu muss erstmal der grobe Dreck aus dem Pool raus. Das heißt, zu Beginn reicht der normale Korb. Den setze ich erstmal ein. So. Und damit wir auch ein bisschen Druck drauf kriegen. Der auch schon mal. So. Das heißt, grundsätzlich ist alles fertig. Aber bei dem Tempo wird das jetzt ein paar Stunden dauern. Und ich werde in der Zwischenzeit schon mal mit dem Kescher den Boden vom Pool reinigen. Es sind doch vereinzelt Blätter unter der Plane durchgerutscht. Auch einige Regenwürmer habe ich gesehen, die da unten
ihr Lebensende gefunden haben. So, mit dem Kescher habe ich jetzt die gröbsten Verunreinigungen rausgeholt. Also Blätter und die Regenwürmer und ähnliches. Aber man sieht am Rand oder auch vom Muster her, dass wirklich der Boden veralgt, verdreckt ist. Deswegen beginne ich jetzt schon mal die erste Runde, den Roboter einzusetzen. Das ist ein Dolphin E10, braucht für einen Durchgang ungefähr 90 Minuten. Ich vermute aber, dass ich hier mindestens 2 oder 3 Durchgänge brauche, um wirklich dann den Pool komplett sauber zu haben. So, jetzt ist er unten. Es gibt nur einen Knopf. So, einen kleinen Moment dauert's. Und man sieht vorne schon, wie diese Ahornsamen da eingesaugt werden. Zwischendurch werde ich den Roboter aber nochmal rausholen. Also ich werde das Programm nicht durchlaufen lassen, sondern nach ungefähr einer halben Stunde den Filter schon mal wechseln bzw. säubern, weil meiner Erfahrung nach der dann nach der ersten Tour schon voll ist, und dann lasse ich ihn nochmal komplett durchstarten. So, nachdem unser Poolroboter ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde den Pool abgefahren hat, sieht der Boden schon deutlich sauberer aus. Ich habe jetzt den Filter zwischendurch gewechselt, beziehungsweise ich habe den Filter sauber gemacht, ausgespült und den kleinen wieder reingesetzt, dass er jetzt seine zweite Tour fahren kann. Was ich am Filter gemerkt habe, es ist wirklich viel Sand, tote Tiere, Regenwürmer, Spinnen, Kellerasseln und doch eine kleine Schleimschicht hat sich auch schon gebildet. Also die hat sich dann im Filter festgehangen. Es war also höchste Zeit, den Pool aus dem Winterschlaf zu holen. So, und während der Pool sich weiter füllt, der Robby fährt, ich mehr oder weniger auch mein Zubehör alles schon aufgeräumt habe, kann ich mich jetzt um die Plane kümmern. Wie man hier sehen kann, so habe ich sie eingewintert. Der Plan ist aufgerollt und nochmal versehen mit einer UV-beständigen Plane, mit der Schwernplane. Also das Ganze jetzt ausgepackt und geschaut, ob das Ganze noch fit ist für eine weitere Saison. So, insgesamt ungefähr 4 Stunden läuft das Wasser jetzt schon ein. Man sieht, die Einlaufdüsen sind zur Hälfte schon weg. Und jetzt endlich sind wir auch an dem Punkt angekommen, dass die Wasserlinie ausreichend ist, um in den Skimmer zu laufen. Das heißt, jetzt läuft das Wasser praktisch erstmalig Richtung Pumpe und dann in den Filterbehälter. Dieser ist auf Ausgang gestellt, also auf Rückspülen, Rückspülen, auf Durchspülen, so rum. Das heißt, alles Wasser, was jetzt hier einläuft, würde direkt einfach weiterlaufen in den Kanal. Das werde ich eine Weile lang laufen lassen, um schon mal die gröbsten Dreckpartikel im Filter ablaufen zu lassen. Anschließend stelle ich dann auf Zirkulieren, damit das Wasser wieder zurück in den Pool gefüllt wird.
Das Ganze aber ohne Pumpe, das heißt nur durch den Wasserdruck, der von dem Schlauch, der das Ganze hier mit Wasser befüllt, kommt. Der Robby fährt immer noch und ich denke, man sieht es ja gut, dass er seine Arbeit ordentlich macht. Und jetzt, wo der Skimmer eine Wasserlinie hat, sieht man dann auch, wie die Oberflächenverschmutzung langsam Richtung Skimmer treibt. Das heißt, all das, was der Robby vom Boden aufwirbelt, wird dann nach und nach über den Skimmer ebenfalls gefiltert. So, der Filter ist voll. Was ich schlicht und einfach daran erkenne, dass mein Kontrollglas, das überschüssige Wasser, das Schmutzwasser in den Kanal eingeleitet wird, gefüllt ist und auch läuft. Aber es ist wirklich sehr, sehr sauber. Das heißt, es gibt jetzt keine Verschmutzung, die irgendwo aus den Leitungen, aus den Rohren kommt. Im nächsten Schritt werde ich dann nach und nach die Pumpe entlüften. Da brauche ich jetzt aber die zweite Hand dazu. Und ich gehe jetzt auch den Weg und öffne dann den Bypass komplett. Und dann stellen wir das Ganze um auf den Filterbetrieb. So, meinen Limo habe ich jetzt auch wieder installiert. Wir haben aktuell 31 Grad in der Sonne auf den Solarabsorbern, 10 Grad Wassertemperatur und die Differenz 21 Grad. Das heißt, Pumpe 1, da leuchtet es, ist offen und in dem Falle wird durch den Belimo, der sich jetzt immer weiter dreht, das Ventil hier geschlossen, das hier praktisch zu ist, und das Wasser in dem Rahmen, was ja von hier kommt, muss dann den Umweg nehmen über den Bypass auf die Solarabsorber, kommt auf dem oberen Rohr wieder zurück, hier wieder hoch und dann weiter Richtung Pool. So. Und sobald die Differenz weniger als 5 Grad sind, jetzt ist es runter auf 20, wird die Pumpe stromlos geschalten. In dem Fall ja dieser Stellmotor stromlos geschalten, und sobald dieser keinen Strom hat, schnippt die Feder zurück und schließt in dem Rahmen bzw. öffnet in diesem Rahmen dieses Ventil, und das Wasser nimmt nicht mehr den langen Weg über den Solarabsorber, sondern den kürzeren, den leichteren Weg direkt zum Pool. Langsam neigt sich der Tag dem Ende zu. Der Robby ist jetzt insgesamt 3-mal gefahren und das Wasser ist wirklich sauber. Ist auch der Boden. Die Befüllung ist fertig. Einmal durchgespült habe ich schon. Die Lampe funktioniert, wie man sieht. Und noch ein Abschlussbild.